Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe jetzt die Sony A7 III seit ein paar Tagen und mir sind gleich einmal ein paar Anfangsschwierigkeiten passiert. Unter anderem, um gleich zum Thema zu kommen, es ist total schwer, wenn man von Canon kommt, die Picture-Profile von Sony zu finden. Ja, irgendwann mal habe ich dann gegoogelt und das Handbuch gelesen und so weiter und habe ich festgestellt, es gibt eigentlich 11 Picture-Profile, 0 ist einfach irgendwie PP0 ist irgendwie deaktiviert und dann gibt es von 1 bis 10 noch welche. Und dort drinnen kann man konfigurieren Black Gamma, irgendwelche Farbräume, Farbprofile und ich kann dort auch zum Beispiel HLG, S-Log und sowas definieren. So, bis ich das gefunden habe und was da alles für Einstellungsmöglichkeiten gibt, das ist ja wirklich nicht simpel, sage ich jetzt einmal. Bei Canon ist es wesentlich einfacher. Bei Canon zum Beispiel habe ich zwar auch meine Farbprofile, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will ein Log-Profil aktivieren, dann klicke ich einfach okay auf Aktiviere C-Log und dort kann ich gewisse Charakteristiken dann auch definieren, wie ich möchte. Also ich kann natürlich dort auch Schärfe und solche Sachen einstellen. Das war mal ein Grund. Ich muss natürlich jetzt die Picture-Profile, die ich habe, ausprobieren und schauen, wie sie im realen Einsatz rüberkommen. Dann habe ich noch zwei Sachen, die ich einfach auch noch gerne mit dir teilen möchte, weil die A7 III zum Beispiel hat keinen Flip-Out-Screen. Das war mir bewusst, definitiv. Ich habe es auch schon in einem anderen Video gesagt. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen zum Beispiel kann ich hinter der Kamera einen Spiegel montieren und immer so vorbeischauen und sagen, okay, bin ich im Frame oder bin ich nicht im Frame? Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man kauft sich einen externen Monitor und montiert den oder stellt ihn irgendwo hin. Das werde ich vielleicht machen, kostet ein bisschen was, muss ich ein bisschen was zusammenlegen, ist nicht ganz so günstig, aber bietet natürlich viele andere Möglichkeiten, weil ich kann dort extern aufnehmen, ich kann dort auch schon ein LUT drauflegen, um zu sehen, wie schaut die Endaufnahme aus mit einem LUT und diverse andere Einstellungen kann man da vornehmen. Und wer eine günstige Alternative haben will, der nimmt sich zum Beispiel die Imaging Edge App von Sony. Die hat nicht viel zum Einstellen, aber sie zeigt dir an, wie lange nimmst du schon auf, weil wir alle wissen, die A7 III hat ein Recording-Limit von 30 Minuten, also 29 Minuten und 59 Sekunden. Zweitens kann ich meinen Shutter einstellen, die Blende, die ISO, Start und Stopp drücken. Mehr brauche ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich auf Menü drücke. Nicht viel. Ja, es hängt ein bisschen, es ist nicht gerade das schnellste, aber ich meine, es funktioniert auch über Wi-Fi. Von dem her, ich sage jetzt einmal zum Framen, zum Schauen, bin ich im Bild, passt das vollkommen. Und das zweite ist, natürlich kann die Kamera auch Sound aufnehmen. Ich habe hier auch mein Videomic Pro Plus drauf auf der Kamera. Ich nehme es auch aktuell drauf auf. Allerdings benutze ich es jetzt einmal einfach nur zu Testzwecken als Referenzton. Ich weiß, das Mikro leistet das, was es sein soll oder was es leisten soll. Hier habe ich allerdings das Videomic Go und das habe ich auf einem Mikrofonkalben montiert, damit es noch etwas näher an meinem Gesicht ist, an meinem Mund, wenn ich spreche. Und aufnehmen tue ich das Ganze auf einen H4n Pro, weil ich das einfach auch testen will. Weil der Gedanke ist der, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und mehrere Spuren aufnehmen möchte, zum Beispiel für ein Interview, dann ist das natürlich sowas super geeignet. Ich kann hier hinten einen 3,5 Klicker anstecken, ich kann unten 2 XLR anstecken oder ich kann unten auch einen 6,5 Klinke? Ich weiß nicht, irgend so ein dickerer Klinke kann ich auch anstecken, 2 Stück unten rein, aber ich habe solche Adapter, ich kann also insgesamt 3 Eingänge haben und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann die oberen Mikrofone auch nochmal als Eingang nutzen oder als Referenzton. Ich kann aber, glaube ich, auf 4 Kanäle gehen, das heißt, er nimmt dann
2 unten, den hinten und die 2 oberen. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, oder? Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Irgendwelche Sachen, Kompressor und sowas. Ist ganz wichtig zu lernen und zu lesen. Ja, das sind einmal die Updates, was die Sony angeht mit dem Mikro. Mit dem Ton vom H4N Pro bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden. Ich meine, der nimmt quasi RAW auf. Also der H4N Pro nimmt auf jeden Fall hochqualitativ auf. Ich nehme irgendwas mit 24 Bit, ich glaube 96 Kilohertz, glaube ich, in Wave, damit ich genug Spielraum für die Nachbearbeitung habe. Natürlich weiß ich jetzt auch, dass es ein erhöhtes Grundrauschen gibt. Das könnte allerdings auch an dem Mikrofon liegen. Und das werde ich beheben, indem ich mir die Datei zuerst einmal in mein GarageBand reinlade, um dort ein paar Tweaks zu machen. Und nachdem mir das Noise Reduction von GarageBand aber nicht gefällt, werde ich dann den Noise Reduction übers Final Cut direkt machen, wenn ich das mit meinem Videoclip synchronisiere. So schaut's aus, das sind kurz die Neuigkeiten zur der Verwendung von dem A7, von der A7 III. Ich bin ziemlich erstaunt, wie qualitativ gut die ist. Ich bin allerdings verwundert, dass der Akku so schnell im Bach runtergeht. Weil ich glaube, ich habe die jetzt 30 Minuten aufgedreht insgesamt heute und habe mit 100% begonnen und bin jetzt, glaube ich, bei 60%. Aus diesem Grund habe ich mir gleich 4 weitere Akkus bestellt. Warum auch nicht? Akku kann man immer genug haben. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dieses kleine Update-Video, dann würde es mich freuen, wenn du mir ein Gefällt mir da lässt. Schreib mir eine Frage, die du vielleicht hast, oder dein Feedback zu diesem Video einfach unterhalb in die Kommentare rein. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen und ciao.